Hallo liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Video anzusehen. In diesem Video möchte ich über das Leben von Rentnern in Russland sprechen. Ich bin noch kein Rentner, aber ich beobachte, wie Rentner in Russland leben, besonders an den Beispielen meiner Eltern. Laut den Statistiken meines YouTube-Kanals sind 80% der Zuschauer aus Deutschland. Dabei sind 60% der Zuschauer 55 Jahre oder älter. Dies ist das erste Video über das Leben von Rentnern in Russland. Ich denke jedoch, dass es nicht das letzte Video zu diesem Thema sein wird. In zukünftigen Videos werde ich ebenfalls auf dieses Thema eingehen, wenn es interessante Neuigkeiten gibt. Derzeit gehen Männer in Russland mit 65 Jahren in Rente, Frauen mit 60 Jahren. Es gibt jedoch Ausnahmen. Zum Beispiel gehen Menschen in den nördlichen Regionen Russlands 5 Jahre früher in Rente, also Männer mit 60 Jahren und Frauen mit 55 Jahren. Auch bestimmte Berufe, die mit gefährlichen Arbeitsbedingungen verbunden sind, haben andere Regelungen. Die durchschnittliche Rente in Russland beträgt etwa 250 €. Einige Rentner erhalten Renten von 500 bis 600 €. Das sind meist ehemalige Militärs oder Beamte. Die Rente in Russland wird auf eine Bankkarte überwiesen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Rente in bar zu beziehen. Eine Rente von 250 € reicht für einen Rentner aus, wenn er eine eigene Wohnung besitzt. Etwa 50 € gehen für Heizung, Strom und Wasser drauf. In jeder Region Russlands gibt es eigene Vergünstigungen und Rabatte für die Bezahlung von Strom und Heizung. Die restlichen 200 € reichen Rentnern im Allgemeinen für Lebensmittel und Kleidung. In Russland gibt es keine Altenheime wie in Europa. Ältere Menschen leben entweder allein oder mit nahen Verwandten. Mit einer Rente von 250 € kann man nur dann auskommen, wenn man eine eigene Wohnung besitzt. Eine Wohnung zu mieten ist mit diesem Geld nicht möglich. In der Regel haben die Menschen ihre Wohnungen noch zu Zeiten der Sowjetunion erhalten. Fast jede Stadt in Russland hat einen Sozialdienst. Wenn ein Rentner allein in seiner Wohnung lebt und nicht mehr in der Lage ist, den Boden zu putzen, zu kochen oder einkaufen zu gehen, kann er den Sozialdienst anrufen und ein Mitarbeiter kommt vorbei. Der Rentner muss diese Hilfe selbst bezahlen, aber sie ist günstig. Wenn der Sozialarbeiter zweimal pro Woche kommt, um den Boden zu wischen, zu kochen und Lebensmittel einzukaufen, kostet das im Monat etwa 10 €, also 1000 Rubel. Es gibt eine Preisliste für die Dienstleistungen und der Rentner kann selbst wählen, was der Sozialarbeiter für ihn tun soll. Insgesamt beläuft sich das auf etwa 10 € pro Monat. Wenn ein Rentner 80 Jahre alt wird, zahlt der Staat zusätzlich zur Rente 10.000 Rubel, etwa 100 € pro Monat, einfach so, weil die Person dieses Alter erreicht hat. Außerdem erhalten Rentner einige Vergünstigungen bei Fahrten mit Bussen innerhalb der Region. Bei Zugfahrten gibt es jedoch keine Ermäßigungen oder Rabatte für Rentner. Das ist wohl alles, was ich Ihnen heute über das Leben von Rentnern in Russland erzählen wollte. Wenn Sie zusätzliche Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Schreiben Sie bitte Ihre Fragen in die Kommentare. Ich hoffe, diese Informationen waren für Sie interessant. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Wir sehen uns bald wieder in neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann. Tschüss.